Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Ich sage euch, was fällt, das soll man auch noch stoßen. Der Tierkonsum, er fällt, er verfällt. Und wer wollte ihn auch halten? Aber wir wollen den Tierkonsum noch stoßen. Ich grüße euch. Der griechische Philosoph Diogenes lebte bedürfnislos auf den Straßen Athens. Als er sah, wie ein Hund Wasser aus einer Pfütze trank, warf er auch noch seinen Becher weg. Fortan trug er den Spitznamen der Hund, was er durchaus als Kompliment verstand. Er gründete eine Denkschule, den Kynismus. Diogenes lebte der Legende nach in einer Tonne und machte sich über das Leben und die Konventionen seiner Mitmenschen lustig. So lief er am helllichten Tag mit einer Laterne durch Athen und rief: Ich suche einen echten Menschen, aber niemand genügte seinen Ansprüchen. Zur gleichen Zeit dozierte Platon an der Akademie und definierte den Menschen als federloses, zweifüßiges Tier. Daraufhin rupfte Diogenes, ganz unvegan, einem Hahn die Federn aus, brachte ihn zu Platon und sagte: Sieh an, ein Mensch. Es gibt noch eine andere Geschichte von Diogenes, die ist aber nicht jugendfrei, deshalb stelle ich sie ans Ende. Diogenes als Hund, der anderen ans Bein pinkelt, um sie aufzuklären. Das erinnert uns, woran erinnert uns das noch gleich? Man kann VeganerInnen als moderne KynikerInnen bezeichnen. Sie wollen die Menschen aufklären, mit etablierten Sitten und Normen brechen und Widersprüche aufzeigen. Mitunter ist die Art der Aufklärung brachial und aggressiv. Man kann wohl über die Methoden streiten, aber das kynische Ideal ist progressiv und fortschrittlich. Die alten, lebensfeindlichen und schädlichen Ideale umstürzen, um Platz zu machen für eine neue, bessere Gesellschaft. Das ist auch der Sinn von Nietzsches Zitat vom Anfang. Später und kurz vorm Wahnsinn sollte Nietzsche dann schreiben: Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Treffender kann man den Übergang vom Kynismus zum Zynismus gar nicht beschreiben. Wir sind nicht mehr kynisch, falls wir es je waren. Wir sind eine Gesellschaft von zynischen Menschen. Wir sind so zynisch, dass uns der Zynismus gar nicht mehr auffällt. Dem Kynismus haben wir die fortschrittliche Bedeutung genommen und nur noch den Spott behalten. Was ist zynisch? Einem Mann mit Glatze auf den Kopf spucken und fragen, warum er schwitzt. Eine alte Frau die Treppe runterstoßen und fragen, warum sie rennt. Ein Tier mästen, töten und dann in seinen eigenen Darm stecken. Zugegeben, Zynismus kann mehrere Gründe haben. Bosheit und Egoismus. Clemens Tönnies, Peter Westjohann, Donald Trump, Alice Weidel. Sie sind an der Spitze und lachen über alle, denen es schlechter geht als ihnen. Hilflosigkeit und Resignation. Weil die Überzeugung wächst, dass sich die Gesellschaft nicht ändert und Menschen eben schlecht sind, verbittern Menschen und resignieren ob der Ohnmacht. Das ist Zynismus als Selbstschutz, um die untragbaren Realitäten tragen zu können. Unkenntnis. Wie leicht spottet es sich doch über VeganerInnen, wenn man auf der Couch vorm Bildschirm hockt und in eine Wurst beißt. Wir leben in einer Gesellschaft, die an sich zynisch ist und in der der und die Einzelne um den Zynismus gar nicht mehr weiß. Auch unser Verhältnis zu Tieren ist davon nicht unberührt, sondern im Gegenteil durch und durch zynisch. Es ist zynisch, dass wir vor Metzgereien Schilder mit lachenden Schweinen aufstellen. Es ist zynisch, dass wir Leben und Leben lassen sagen, während wir in ein Kalbsschnitzel beißen, Leder tragen und unter Daunendecken schlafen. Es ist zynisch, dass wir VeganerInnen Faschismus vorwerfen, während wir jedem das Seine schwadronieren. Es ist zynisch, dass wir VeganerInnen vorwerfen, dass Veganismus nicht zu 100% möglich sei, während wir eine Gesellschaft verteidigen, die abhängig von der Nutzung und Tötung von Tieren ist. Es ist zynisch, dass wir die Wichtigkeit von Menschen betonen, während wir Menschen in Schlachthäusern unter widrigsten Bedingungen anstellen, Menschen für tierische Futtermittel vertreiben und auf dem generischen Maskulinum und rassistischer und sexistischer Sprache beharren. Es ist zynisch, dass wir VeganerInnen vorwerfen, sie würden anderen ihre Meinung aufdrücken, während wir durch den Tierkonsum Tiere töten, Menschen vertreiben, den Klimawandel beschleunigen und ganze Ökosysteme zerstören. Es ist zynisch, dass wir Menschen über Tiere stellen, während wir an einer Gesellschaftsordnung festhalten, die Menschen, Tiere und die Natur unterjocht.
Es ist zynisch, dass wir uns auf Lebensfreude berufen, während das Blut getöteter Tiere aus unseren Mündern läuft. Es ist zynisch, dass wir vom besten Tierschutzgesetz der Welt sprechen, während die Euter der Milchkühe vorm Bersten stehen und Schweine kastriert werden, damit ihr Fleisch besser schmeckt. Es ist zynisch, dass wir uns darauf berufen, erst komme das Fressen und dann die Moral, während wir immer dicker werden und jährlich in Privathaushalten pro Person 78 Kilogramm Lebensmittel wegwerfen und damit Millionen Tiere und deren Körperteile. Es ist zynisch, die Maßstäbe so weit zu verschieben, dass Sonntagsbraten, Jagd und Biohaltung gut erscheinen und uns ein gutes Gewissen machen sollen. Es ist zynisch, dass wir argumentieren, dass Tiere froh sein können, am Leben zu sein und erst durch die Tierhaltung überhaupt existieren, während wir sie einsperren und letztlich töten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann stoßt, was fällt, aber stoßt das, was lebensfeindlich und zynisch ist. Und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Gibt es noch etwas? Ach so, Eureka. Diogenes, der schlimme Finger, hat sich einfach so öffentlich auf den Marktplatz gestellt und onaniert. Darauf angesprochen meinte er, ach, wenn ich meinen Hunger doch auch nur so einfach stillen könnte. Absoluter Babbo. Oh yeah.